Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Ihr seht es schon, ich habe etwas Neues und zwar die Eufy Cam S4. Diese Kamera wurde mir zur Verfügung gestellt, ich darf sie testen und das werde ich in diesem Video auch machen. Und ihr seht es auf dem ersten Blick, neben einer PTZ-Einheit, neben einer Totaleinheit hier oben hat die Kamera ein Solarpanel dabei, 10.000 mAh, 4K Auflösung und KI, die die Überwachung vollständig alleine vornimmt. Ob das Teil tatsächlich sein Geld wert ist, dem werde ich in diesem Video nachgehen und freue mich schon drauf. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das interessiert. Wie ihr sicherlich wisst, habe ich bisher ausschließlich Kameras von Reolink getestet und Hikvision im Einsatz gehabt. Das ist nun meine erste Kamera von Eufy, die ich für euch testen darf. Die wurde mir kostenfrei von Eufy zur Verfügung gestellt. Und was muss ich sagen, was soll ich sagen? Auf den ersten Blick macht sie wirklich einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Die Kamera ist ordentlich schwer, ist gut verarbeitet und ich habe direkt an der Kamera das 360 Grad PTZ-Modul mit zwei Linsen, mit einer Zoom-Linse, optischer Zoom wohlgemerkt, und oben drüber auch nochmal im Winkel verstellbar eine Einheit, mit der ich die Totale aufnehmen kann. Somit habe ich die Möglichkeit, die Totale permanent im Blick zu haben, während die PTZ-Einheit der Bewegung folgt, die sie folgen soll. Einer Mensch, einer Person, einem Tier, einem Gegenstand, einem Auto, was auch immer. Ich kann Zonen festlegen, No-Go-Areas, all das soll mit der Kamera möglich sein und da bin ich echt gespannt drauf, wie gut die Kamera sich schlägt. Die Stromversorgung erfolgt über das Solarpanel. Ich werde nachher alles hier auf meiner Testebene anbringen, um diesen Bereich aufzunehmen und mal zu schauen, welche Bilder ich hier für euch aufnehmen darf. Doch bevor es damit losgeht, gehe ich erstmal hoch ins Büro und zeige euch, was in der Verpackung dabei ist, was zur Kamera dazugehört. Ich zeige euch, wie ihr die Kamera in der App einrichtet, wie ihr sie im Webportal nutzen könnt und ich zeige euch, wie am Ende die Bilder abgerufen werden. Los geht's! Kommen wir zum Unboxing der Eufy Cam S4. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Kamera selbst ihr 10.000 mAh Akku. Das Solarpanel ist natürlich auch mit dabei und ihr bekommt eine kleine Box mit dazu, in welcher die Kabel, die Halterung, Schrauben und so weiter alles enthalten sind. Ihr braucht zur Montage nur noch einen Schraubendreher, um das Ganze zu befestigen. Die Kamera ist als Hybridsystem aufgebaut. Ihr habt hier oben die Bullet-Linse, die die Weitwinkel-Panorama-Aufnahmen sicherstellt und zusätzlich hier unten ein 360 Grad PTZ-Modul, das auch in der Höhe noch geschwenkt bzw. geneigt werden kann. Die Aufnahmen erfolgen in einer 4K Auflösung, sodass Gesichter und Objekte auch in einer größeren Entfernung noch klar erkennbar bleiben. Ein besonders wichtiger Punkt ist die Stromversorgung. Standardmäßig läuft die Kamera über den mitgelieferten Akku mit 10.000 mAh, wie bereits gesagt, der aber austauschbar ist. Und das ist ein ganz großer Vorteil, wie ich finde. Ihr könnt den Akku hier hinten herausnehmen und könnt ihn gegen einen anderen ersetzen. Ihr müsst also, wenn der Akku runter ist, nicht gleich die komplette Kamera austauschen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kamera mit Energie zu versorgen. Über das Solarpanel reicht laut Herstellerangaben übrigens schon eine Stunde direkte Sonneneinstrahlung aus, um die Kamera einen ganzen Tag mit Strom zu versorgen. Alternativ lässt sich der Akku über den USB-C-Anschluss jederzeit aufladen und ihr könnt die Kamera auch im Dauerbetrieb anschließen über den USB-Port, der sich hier hinten befindet. Dann müsst ihr in der Kamera an den Einstellungen nur noch den Working Mode von Akku auf Direct Power umstellen. Auf diese Weise eignet sich die Kamera auch für eine dauerhafte 24/7 Daueraufnahme und die Speicherung. Für die Speicherung der Aufnahmen verfügt die Eufy Cam S4 über einen Micro-SD-Karten-Slot, der sich auf der Rückseite dieser Kamera befindet. Dieser Slot verarbeitet Karten von bis zu 256 GB. Ihr könnt die Aufnahmen, die ihr macht, also direkt auf der Kamera auf dieser SD-Karte speichern. Trotzdem solltet ihr wissen, dass die Kamera nicht lokal nutzbar ist, also ausschließlich lokal nutzbar ist. Denn mit der Einrichtung kommt zwingend die App ins Spiel und auch später erfolgt der Zugriff in erster Linie über die App und über das Eufy-Sicherheitsportal am Browser. Einen eigenen lokalen Klienten, wie ich es von Reolink zum Beispiel kenne, gibt es hier leider nicht. In dem Rahmen muss die Kamera also immer den Zugang zum Internet haben, damit ihr wirklich alle Funktionen nutzen könnt.
Die Kamera arbeitet übrigens mit einer Kombination aus Radar- und PIR-Sensor und dadurch können Bewegungen zuverlässig erkannt und Fehlalarme deutlich reduziert werden. Zusätzlich kommt eine KI-gestützte Erkennung zum Einsatz. Gesichter, Personen, Objekte werden automatisch erkannt und präzise verfolgt. Dank des AI-Trackings bleibt ein Ziel immer im Fokus und beim sogenannten Group Tracking werden sogar mehrere Personen gleichzeitig so im Bild gehalten. Ein weiteres praktisches Feature ist das Zwei-Wege-Audiosystem. Damit kann ich nicht nur hören, was vor der Kamera passiert, sondern ich kann auch direkt mit Besuchern und Lieferanten sprechen. Die Kamera hat ein eingebautes Mikrofon und man sieht es hier an der Seite auch einen Lautsprecher. Bei der Nachtsicht bietet die Kamera übrigens zwei verschiedene Modi. Zum einen die Farbnachtsicht mit Spotlight oder AI-Bildverstärkung, also künstlicher Intelligenz, die auch bei schwachem Restlicht fast tagesähnliche Farben ermöglicht. Und zum anderen die klassische Infrarot-Schwarz-Weiß-Ansicht. Die ist sparsamer am Energieverbrauch und hält demzufolge die Kamera länger am Leben. Für die zentrale Steuerung und Organisation kann die Kamera mit der Eufy Homebase S380 verbunden werden. Das ist eine zentrale Steuereinheit von Eufy, die zusätzliche Funktionen freischaltet. Dazu gehören die Bionic Mind KI-Erkennung, Cross-Camera Detection und intelligente Snapshot-Übersichten. Mit der Homebase wird das gesamte System noch leistungsfähiger. Das System verknüpft mehrere Kameras untereinander und lässt zum Beispiel auch Bewegungstracking einmal komplett im Haus zu. Obwohl die Person dort von verschiedenen Kameras aufgenommen wird mir in der Wiedergabe ein einziges Bild gezeigt, wo ich eben einen Zusammenschnitt aller Kameras sehen soll. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte und da freue ich mich schon drauf, das in Zukunft mal ausprobieren zu dürfen. Ja, und darüber hinaus ist KI nicht nur das Einzige, was jetzt direkt in der Kamera läuft, sondern diese Kamera ist auch mit den gängigen Smart Home Lösungen wie Google Assistant, Amazon Alexa und auch Home Assistant kompatibel. So könnt ihr zum Beispiel Livebilder bequem per Sprachsignal oder Sprachbefehl direkt über das Smart Home System euch anzeigen lassen und die Kamera auch steuern. Ihr seht also, die Kamera bietet viele spannende und beeindruckende Spezifikationen und Funktionen. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze in der Praxis dann darstellt. Und gleichzeitig stelle ich mir aber auch die Frage, für wen ist diese Kamera geeignet? Wer ist die richtige Zielgruppe dafür? Nun ja, die Zielgruppe ist meiner Meinung nach vor allen Dingen Haus- und Grundstücksbesitzer, die eine einfache und kabellose Installation bevorzugen und gleichzeitig Wert auf eine hohe 4K-Videoqualität, smarte KI-Funktionen und die Versorgung mit Solarstrom legen. Die Integration in flexible Smart Home-Systeme wie den Home Assistant ist natürlich ein weiterer Pluspunkt. Und bevor wir weitermachen, noch ein wichtiger Hinweis. In der Videobeschreibung direkt unter diesem Video findet ihr weitere Details, die technischen Daten und die aktuellen Angebote zur Eufy Cam S4. Es gibt bis zu 15% Rabatt auf Bundles. Schaut doch unbedingt mal vorbei, um euch die besten Deals zu sichern. Und wenn ihr einmal unter dem Video seid, dann gebt mir doch jetzt schon mal den Daumen nach oben für dieses Video. Und wenn ihr auch die neuen und zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. An der Stelle genug geschwätzt, genug Werbung. Ich zeige euch jetzt, wie ich diese Kamera in meiner App einrichte und danach werde ich sie auf meiner Test-Area in meinem Garten installieren und euch zeigen, wie ihr das Teil tatsächlich richtig an die Wand bekommt. Ich befinde mich auf dem Startbildschirm der App und werde nun die Kamera hinzufügen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die App herbekommt, dann schaut einfach mal unter das Video in die Videobeschreibung. Dort findet ihr die entsprechenden Verweise auf den App Store bzw. den Google Play Store. Ich kann nun entweder über den großen Button Gerät hinzufügen oder oben rechts über das Plus ein neues Gerät hinzufügen. In der Übersichtsseite könnte ich jetzt hier die passende Kamera heraussuchen. Ich nutze aber den integrierten Scanner, indem ich oben rechts auf das Scanner-Symbol klicke. Die Kamera wurde erkannt und ich kann direkt auswählen, zu welchem Netzwerk ich diese Kamera integrieren möchte. Da es sich um meine erste Eufy-Kamera handelt, werde ich die Einstellung so belassen wie vorgeschlagen und klicke auf Weiter. Da ich kein Homebase habe, verbinde ich die Kamera direkt mit meinem Router. Ich bestätige die Bluetooth-Anforderung, klicke den Button Sync auf der Rückseite der Kamera für 2 Sekunden und bestätige mit Weiter. Nun wähle ich mir das passende WLAN-Netzwerk aus und bestätige die Zugangsdaten meines Netzwerkes. Connecting to the Wi-Fi network. Please wait. Setup was successful. Die Einrichtung der Kamera hat knappe 2 Minuten gedauert. Ich sehe nun eine Vorschau und kann auf diesem Wege die Kamera perfekt an ihrem späteren Einsatzort positionieren.
Die Kamera ist fertig eingerichtet. In der App kann ich alle Funktionen nutzen. Jetzt muss ich die Kamera nur noch irgendwo da oben an mein Holzregal anbringen. Zur Installation der Kamera habe ich die Kamera selber, einen Akkuschrauber und einen Schraubendreher, um mir das Ganze zu vereinfachen. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist die Halterung für die Kamera zu befestigen. In der Box sind alle Materialien dabei, das hatte ich ja vorhin schon mit erwähnt, und unter anderem habt ihr auch diese Halterung mit dabei. Die Kamera ist so konzipiert, dass die Halterung von hinten einfach nur reingeschoben wird und mit den beiden seitlichen Schrauben fixiert und befestigt wird. Und diesen Winkel, den müsst ihr eben an der Decke anbringen. Dafür gibt es sogar Bohrschablonen. Ich kann das Ganze seitlich hier anschrauben oder oben an die Decke. Das werde ich jetzt tun. Anschließend werde ich das Solarpanel mit dem Verlängerungskabel, welches ja ebenfalls dazu ist, hier auf der Rückseite der Kamera im dieser geschützten Bereich hinter dieser Gummiabdeckung befestigen und das Solarpanel dann oben auf das Dach legen, damit es möglichst lange am Tag in der Sonne liegt. Die Eufy Cam S4 habe ich hier auf meinem Testgelände am Holzregal befestigt, ausgerichtet, und das Solarpanel habe ich über das Verlängerungskabel einfach oben aufs Dach gelegt. Wenn ihr das bei euch installiert, achtet bitte darauf, das Solarpanel so zu installieren, dass es möglichst lange den gesamten Tag über in der Sonne ist, um den Akku permanent mit einer guten Stromladung zu versorgen. Über die App kann ich nun einstellen, ob meine Perspektive und mein Ausblick soweit passt. Den Bullet-Bereich hier oben, den kann ich mit dem Finger noch ein wenig einstellen und kann entsprechend die Höhe und Tiefe festlegen. Sehe das Ganze direkt live auf meinem Telefon, wo ich die Kamera zuvor schon eingerichtet habe. Und das PTZ-Modul kann ich sogar über die App direkt jetzt hier live steuern, nach links, rechts, oben, unten, so wie ich das Ganze brauche. Noch ein kurzer Blick in die App. Auf der Startseite sehe ich in meinem Fall die Eufy Cam S4. Habt ihr mehrere Kameras oder Geräte, würden diese hier untereinander dargestellt werden. Ich sehe oben den Panoramabereich der Kamera und unten drunter die PTZ-Einheit mit der Voreinstellung. Im Bereich der PTZ-Kamera sehe ich zudem den Namen der Kamera, die Stärke des WLAN-Signals und auch den aktuellen Akkuzustand. Rechts daneben sehe ich die Schnellwiedergabe. Die Zahl 42 hat nichts mit der Lösung des Universums zu tun, sondern zeigt mir die bisher nicht angeschauten Aufnahmen an. Und über die 3 Punkte kann ich in die Einstellungen wechseln. Über die Schnellstartwiedergabe, also diesen ersten Pfeil, den ich nun betätige, sehe ich die Aufnahmen, die die Kamera heute gemacht hat, kann aber auch direkt wechseln auf andere Tage. Ich habe hier eine Art Timeline, die ich hin und her schieben kann und mir direkt am Stück anschauen kann, was da heute alles passiert ist. Darüber hinaus kann ich mal auf die 42 klicken und die Kamera zeigt mir eine Ereignisübersicht an welcher ich jetzt direkt erkennen kann, was heute um welche Uhrzeit passiert ist. Und ihr seht, ich war heute fleißig, ich habe heute viele Aufnahmen mit dieser Kamera gemacht und kann mir direkt schauen, ist eine Person erkannt worden, ist etwas anderes erkannt worden. Über den Filter kann ich das direkt festlegen und zum Beispiel sagen, ich möchte Haustiere angezeigt bekommen. Und habe in dem Fall keine Wiedergabe. Es sind nur Personen aufgezeichnet worden. Ich kann das Video direkt anklicken und sehe dann direkt die Aufnahme, die die Kamera gemacht hat, und muss sagen, von der Qualität her ist das absolut überzeugend. Gerade auf so einem kleinen Bildschirm wie dem Smartphone kann man das alles sehr, sehr gut erkennen. Über die 3 Punkte bekomme ich eine Schnellauswahl, in welcher ich den Alarm einschalten kann, die Beleuchtung oder auch in die Einstellung gehen kann. Und die möchte ich euch kurz noch zeigen. In den Einstellungen seht ihr auch hier ganz oben die Kamera mit den wichtigsten Daten, nämlich den Akkuzustand 100% und das WLAN-Signal ebenfalls volle Leistung. Die Empfindlichkeitseinstellung ist eine weitere wichtige Funktion. Hier kann ich von 1 bis 7 die Empfindlichkeit an sich festlegen. Ich persönlich habe auf die 7 gewechselt, weil mir nicht alle Aufnahmen bei der 4 oder 5 angezeigt worden sind, die zum Beispiel meine anderen Kameras aufgefangen haben. Beim Bewegungserkennungsbereich, das ist die untere Anzeige, habe ich ebenfalls auf das Maximum geschalten. 12 Meter ist das, was die Kamera sicher abbilden kann. Ich kann hier aber auch kürzer gehen, zum Beispiel, wenn ich Bereiche habe, die ich gar nicht darüber hinaus filmen möchte, wenn die Kamera zum Beispiel in der Nähe eines öffentlichen Gehweges angebracht worden ist. Spannend ist auch der Bereich Schwenk- und Neigeeinstellungen. Hier kann ich die KI-Nachverfolgung manuell aktivieren bzw. deaktivieren. Bedeutet, wenn ich mich vor der Linse bewege, dass die Kamera mich als Menschen erkennt und die PTZ-Einheit mir aktiv folgt.
In den Videoeinstellungen kann ich festlegen, ob ich ein Wasserzeichen haben möchte. Das wäre zum Beispiel die Anzeige des Datums und was in der Nachtsicht passieren soll. Hier habe ich die Auswahl zwischen Infrarot, dem LED-Scheinwerfer oder gänzlich ohne Beleuchtung, was ich euch aber nicht empfehlen kann. Die Bildverbesserung habe ich aktiviert. Durch KI-Algorithmen wird das Bild aufgebessert. Besonders in der Dämmerung ist es deutlich zu erkennen, denn obwohl die Umgebung dunkel ist, sind die Bilder immer noch hell und scharf. Die Streaming-Qualität kann ich ebenfalls festlegen. Das ist das, was ich live am Bildschirm sehe. Ich habe jetzt für meine Aufnahmen hier 4K festgelegt, könnte aber auch runtergehen auf die Automatik. Mit dieser Einstellung könnt ihr natürlich auch die Akkuladung beeinflussen, denn je höher die Auflösung, desto mehr Strom wird verbraucht. Unter den Aufzeichnungseinstellungen kann ich ebenfalls festlegen, in welcher Qualität die Daten gespeichert werden soll. Hier empfehle ich euch die 4K-Auflösung, denn ihr wollt ja hinterher, wenn ihr die Daten abfragt, auch die beste Qualität haben. Nachdem ich die Eufy Cam S4 nun eine ganze Weile testen konnte, wird es Zeit für ein Fazit. Wie ist mein Statement zur Kamera? Wie schätze ich sie ein? Nun ja, die Hardware hat mich überzeugt. Die Bilder sind gestochen scharf auf meinem Telefon zu sehen. 4K Auflösung, ich kann genau erkennen, ich kann Gesichter erkennen, ich kann die Tiere erkennen, ich kann auch Nummernschilder auf die Entfernung erkennen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt und auch die schnelle und einfache Bedienung direkt am Telefon hat durchaus ja ihr Positives. Wenn ihr jetzt gar nicht so sehr auf dem großen Bildschirm fixiert seid, so wie ich, vielleicht habt ihr gar keinen Computer und macht alles zu Hause übers Tablet oder eben über das Smartphone, dann ist die Eufy Cam S4 durchaus eine Überlegung wert, sich das mal näher anzuschauen. Denn diese Kamera ist meiner Meinung nach für die schnelle Einrichtung zur Überwachung von einem Einfamilienhaus und Ähnlichem gedacht, ohne viel Schnickschnack außenrum. Kamera anbauen, Kamera über die Smartphone-App installieren und einfach loslegen. Wenn ein Alarm kommt, schlägt die Push auf. Wenn ich abends mal schauen will, was passiert ist, kann ich über die Ereignissuche gezielt schauen, was da passiert ist. An der Stelle muss ich sagen, Daumen hoch, das funktioniert. Diese Nutzung über die App ist meiner Meinung nach aber gleichzeitig auch ein Nachteil, weil zumindest im Moment es die einzige Lösung ist. Ich kann nicht über ein Webportal bzw. auch nicht über einen lokalen Client auf die Kamera zugreifen von einem Computer aus. Das ist das, was ich persönlich bevorzuge. Ich greife gerne am großen Bildschirm auf die Aufnahmen zu, ich analysiere die Aufnahmen, ich möchte auch mal schauen, was da passiert ist. Und das kann ich mit der Kamera nicht tun, zumindest im Moment noch nicht. Eufy hat mir bestätigt, dass das Webportal nachgerüstet werden soll in Kürze, damit die Kamera eben auch über das Webportal ersichtlich ist. Das heißt, im Bildschirm kann ich dann mir das Livebild anschauen. Was ich dann noch tun kann, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, denn ich konnte es einfach nicht testen. Und darüber hinaus muss ich sagen, dass ich in dem Zusammenhang ausschließlich online über das Webportal auf die Kamera zugreifen könnte. Da bin ich gespaltener Meinung. Meine Kameras dürfen ins Internet, ja, damit ich von überall weltweit auf sie zugreifen kann. Aber ich möchte mir die Option vorbehalten, lokal über meinen Computer direkt auf die Kamera zuzugreifen, die Daten von der SD-Karte runterzuziehen, ohne diesen Umweg über das Webportal, denn da ist immer eine Schwachstelle drin. Ja, wer sichert das Webportal ab? Ich weiß es nicht, möchte auch nichts Falsches sagen, die sind sicherlich gut gesichert, diese Portale, aber es ist nun mal ein Angriffsbereich. Ich persönlich bin auch nicht richtig warm geworden mit der Steuerung bzw. der Einrichtung der Details über das Smartphone. Wenn ich die Privatsphärenmaske oder die Bereiche, die ausgeschwärzt werden sollen und dergleichen einstellen will, muss ich das alles hier an diesem kleinen Bildschirm machen. Für meine großen Hände ist das einfach zu mickrig. Ich wünsche mir da einfach eine Funktion, wo ich am Computer, am Mac, wie auch immer, direkt auf die Kamera zugreifen kann und mit einer Maus präzise einstellen kann. Selbst eine Tablet-Funktion wäre mir persönlich noch zu klein. Da sind meine Augen einfach nicht mehr gut genug, beziehungsweise meine Hände einfach zu groß. Der andere Nachteil, der sich aus der reinen App-Nutzung ergibt, muss ich sagen, ist gerade jetzt, wenn ich die Aufzeichnung mache, habe ich das ein paar Mal gemerkt, dass die Kamera mich hier eine ganze Weile filmt und plötzlich kriege ich die Info, Energiesparfunktion, ich schalte die Kamera ab. Obwohl ich hier vor der Kamera herumlaufe und eigentlich eine Daueraufzeichnung erwarte. Da bin ich mal gespannt, ob Eufy Cam da irgendwo nachrüstet, dass ich das überspielen kann, auch wenn es den Akku runterzieht, das ist mir klar. Aber egal wie voll der Akku ist, solange die Kamera noch irgendwo filmen kann, Objekte vor der Linse sind, dann erwarte ich einfach, dass die Kamera weiter filmt. Wie ist euer Statement dazu? Gebt mir mal ein Feedback, wie ihr über die Kamera denkt, über die Funktion, was ihr zur Hardware sagt, zu den Aufnahmen und auch zur Software und der Nutzung, die sich primär an die App-Nutzer richtet.
freue ich mich drüber. Schreibt mir einen Kommentar unter das Video, gebt mir ein Feedback dazu. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr die Kamera herbekommt, vielleicht auch die Homebase, um das Teil mal richtig auszuschöpfen, dann schaut ebenfalls mal unter das Video. Denn EufiCam hat mir die Kamera zur Verfügung gestellt mit entsprechenden Promo-Links. Das setze ich euch alles unter das Video in die Beschreibung rein. Könnt ihr einfach draufklicken und mal schauen, welche Preisklasse wir überhaupt hier reden. Und wenn es für euch interessant ist, kauft euch die Kamera, probiert sie einfach aus und gebt mir gerne mal ein Feedback, wie eure Eindrücke sind. Und an der Stelle bin ich bereits wieder fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen des Videos. Ihr habt meine Testarea gesehen. Da sind noch ein paar andere Kameras, die demnächst vorgestellt werden. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und diesem Video hier ein Like zu geben. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.